So for all of you sitting at this outside part of the rows, you'll find a little word. Please communicate this to your neighbor. The neighbor communicates it to the others. Das Warm-up zur Podiumsdiskussion im Hasso-Plattner-Institut zeigt, nicht immer ist die Information, die am Ende ankommt. G-School, das Theo, Informationskalender, if der Nachtdienst ist haha, Leute, Dänen, versprochen, hallo, Hallus, Norwegian. Die Information, die losgeschickt wurde. Die beste Informationsquelle sind Leute, die versprochen haben, nichts weiterzuerzählen. Kommunikation neu gedacht in Zeiten der Informationsüberflutung ist Thema an diesem Mittwochabend. Ausgangspunkt der öffentlichen HPI-Veranstaltung: ein rasanter Wandel der Kommunikationsformen. Wer sich noch erinnert, was das für große Handys waren, die bisschen Älteren erinnern sich noch, wie das im Auto, in ganz besonderen Autos, mit einer Schnur verbunden war. Und in nicht mal einer Generation sind da ganz grundlegende Veränderungen haben stattgefunden, die insbesondere natürlich auch, wie wir kommunizieren, ihren Einfluss haben. Kommunikation neu zu denken ist auch die Aufgabe des einwöchigen Workshops, in den sich die abendliche Veranstaltung einreiht. Gemeinsam mit der kalifornischen D-School und SAP veranstaltet die HPI School of Design Thinking die groß angelegte Projektwoche. Professor Hasso-Plattner steht Pate und begleitet persönlich den Intensivkurs, in dem die 47 Teilnehmer mittels Design Thinking Lösungen erarbeiten für einen besseren Umgang mit der Informationsüberlastung. Noch bevor die finalen Ergebnisse in 2 Tagen feststehen, gibt der Podiumsabend Einblick in einige Zwischenstände. The LPC, which is the Less Pressure Campaign, and let's see what is coming out of that later. Die Diskussion des Abends beschäftigt sich unter anderem mit den ganz persönlichen Kommunikationsstrategien der Podiumsgäste. So etwa beim Bearbeiten von E-Mails. Das größte Problem hierbei oftmals, ganz simpel, zu viel Text. If you write a long email, I don't read it. I return it and ask you to shorten it. So if somebody cannot articulate a point of view in 3 sentences, there is no point. Why should I then try to understand it? George Campbell ist Executive Director der D-School in Stanford. Gemeinsam mit einem mehrköpfigen Team leitet er den Potsdamer Ein-Wochen-Workshop bereits zum wiederholten Male. Die diesmalige Aufgabe reizt ihn besonders, sieht er die Suche nach der für ihn richtigen Kommunikationsstrategie doch auch als eine Art ständige Design Thinking Challenge. When you're faced with a challenge, an innovation challenge, and it's complex, and you don't know how to solve for it, which most innovation challenges are, there's really only a couple ways to get through. That is, you talk to other people and you try things out. So the attitude of experimentation, to be willing to test new ways to deal with it and just to be patient that it might take a while to learn. Vielleicht hat sich das Thema E-Mail-Management aber ja schon bald komplett erübrigt. Denn Untersuchungen eines Design Thinking Studententeams brachten zutage, They came to the solution that actually email is kind of outdated. Email will go away. So does it mean that we all 4 of us, we are constantly using email? We are trying to arrange that. Are we outdated now? Professor Meinl nennt jedoch gute Gründe, warum die E-Mail sich gerade gegenüber sehr schnellen sozialen Netzwerken behaupten kann. It is a prolongation of the very traditional letter writing. It's asynchronous. Speaking, personnel contract, I need the person, and in this moment the person should be willing to discuss with me. But when I write a letter, also the person can select the time when it reads the letter. Wie aber gehen die Podiumsteilnehmer mit dem Thema Nachrichten um? In einer Welt, in der uns unüberschaubare Mengen an News ständig zur Verfügung stehen. I read a lot of papers online. I have my hit list and click, and then they come up, and then just go home and read the Bild-Zeitung, and then ask yourself, what is the point of view of these journalists, and why do they put all these things? They're not allowed in the US, by the way. Basically, these papers look like a porn magazine now. That's a little bit the Google belief. Only what sells and where's the highest demand for, this is what we report. That is probably not the optimum, probably not long-term strategy.
Solch einer einseitigen Berichterstattung entgegen steht eine Vielfalt von Informationskanälen im Internet. Doch wie kann man diese am besten managen? Campbell zeigt hierzu das Ergebnis eines Design Thinking Projekts aus Stanford. In nur 10 Wochen haben die Studenten eine App entwickelt, die Newsstreams zusammenfasst und so einen ganz persönlichen Überblick bietet. And then you can slide to see what the latest stuff is. So in about 10 minutes, when I open it up, there'll be a different set of tiles. In kürzester Zeit wurde Pulse News zur Nummer 1 im App Store. Vielleicht Zeichen, wie groß das Verlangen der Gesellschaft nach Ordnung im digitalen Informationsdschungel ist. Eine Gesellschaft, die, wenn es um Informationsmanagement geht, noch ganz in einem Prozess des Erwachsenwerdens steckt, wie eine Besucherin treffend bemerkt. And it's just like, whatever teenagers growing up and drinking alcohol and reaching that limit of, consuming too much. And I think we're at a very similar stage right now of consuming too much information. So we actually have somewhat of an information hangover or digital hangover, or what do you want to call it? It's just like you do when you grow up and learn how to drink alcohol. After you've had that hangover, you don't drink as much next time. And I think usually. Zum Ausklang der HPI-Podiumsdiskussion gibt es dann gleich beides zusammen. Einen guten Tropfen Wein und gute Unterhaltung. Diese dann übrigens ganz analog, von Mensch zu Mensch. Die vielleicht nicht schnellste, aber sicher gewinnbringendste Form der Kommunikation.